Es ist soweit, Freunde. Battlefield 6 ist endlich erschienen. Was ihr jetzt braucht, ist jemand, der euch einen schnellen, aber dennoch umfassenden Einstieg zeigt, damit ihr direkt erfolgreich loslegen könnt. Da komme ich ins Spiel. Ich bin der Apefox und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dich zu einem besseren Spieler zu machen. Heute geht es nicht nur um die Grafik-Settings und Gameplay-Settings, es geht auch um die Spielmodi, wie diese funktionieren, um die Klassen, wie die aufgebaut sind und vor allem um sehr wichtige Gameplay-Tipps, die dich sofort zum einen der Besten in der Lobby machen. Also, let's go! Okay, let's go! Freunde, ich weiß nicht, ob euch auch so geht, aber ich fühle mich wie damals bei Battlefield 3. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, die Welt zu erkunden, das Spiel zu lernen und dieser Prozess ist ja am Ende doch der am meisten Spaß macht. Und ich bin wie so ein kleiner Junge, der am liebsten den ganzen Tag zocken würde. Nice. Und wir fangen mit dem ersten und vielleicht wichtigsten Punkt an, das ist das Ziel des Spiels. Was ist das Ziel des Spiels? Ja, zu gewinnen und Spaß zu haben. Wie kann einem das gelingen? Indem man Punkte holt. Und Punkte holen schafft man in Battlefield am besten im Teamwork. Und Teamwork bedeutet einfach Fahrzeuge reparieren, Freunde zu heilen, Kills zu machen, die Flaggen einzunehmen. All das trägt dazu bei, viel Punkte zu holen und vor allem im Squad perfekt miteinander zu harmonieren. Und hier gibt es natürlich verschiedene Klassen, die auch gut zusammen funktionieren. Und aus diesem Grund fangen wir direkt mit den Klassen an. Wir beginnen mit dem Sturmsoldaten. Dieser besitzt die Adrenalinspritze, die ihn resistenter und schneller macht, aber nicht heilt. Das verwechseln viele. Nur dieser hat auch den Granatwerfer oder auch die Leiter, um schwierige Stellen zu erreichen. Diese kann man übrigens auch wieder aufnehmen, sodass die anderen nicht hinterherkommen. Vor allem die gegnerischen Feinde nicht. Hat aber auch mobile Spawnpunkte und natürlich die geliebte und gleichzeitig gehasste Shotgun, die immer noch sehr stark im Nahkampf ist. Also, das ist die perfekte Klasse für die, die in erster Reihe stehen, an der Front stehen und es gerne mögen, in unübersichtlichen und sehr schnellen, actionreichen Situationen möglichst viele Kills zu fahren. Falls ihr ständig vom Panzer oder eben von irgendeinem anderen Fluggerät über den Haufen geschossen werdet, dann solltet ihr überlegen, einen Pionier zu spielen. Dieser kann nicht nur mit allen Arten von Raketenwerfern alle Boden- und Luftfahrzeuge aus dem Weg schaffen, dieser kann vor allem auch die eigenen Fahrzeuge unterstützen und reparieren, somit ist es der beste Freund eines jeden Panzerfahrers. Und der beste Freund von dem Pionier hingegen wiederum ist der die Munition geben kann, also der Support-Spieler. Solltet ihr also gedownt, verwundet sein oder braucht Munition, dann kommt die voraussichtlich wichtigste Klasse im Spiel, das ist der Support-Spieler. Dieser kann nicht nur Munition geben, er kann auch Heilung geben und vor allem gedownte Spieler mit dem Defibrillator schnell wieder zurück ins Leben holen. Deshalb unbedingt als gedownter Spieler nicht sofort aufgeben, drückt E, ruft den Sunny, beobachtet dabei die Minimap und schaut, ob ein Sunny auf dem Weg zu euch ist und habt einfach ein bisschen Geduld. Übrigens, wenn ihr direkt aufgebt, müsst ihr ja sowieso in der Lobby eine Zeit abwarten, um wieder spawnen zu können. Die Zeit könnt ihr aber auch als gedownter Spieler abwarten und hoffen, dass ihr dann geholt werdet. Wenn dann nicht, könnt ihr auch sofort wieder spawnen. Es gibt übrigens auch einen Unterschied, wie man den Defibrillator nutzt. Man kann ihn schnell nutzen, dann ist aber dein Kollege nur mit 50% Heilung wiedergeholt und wenn er dann nochmal abgeschossen wird, ist er ganz down und ist nicht wiederbelebbar. Ladet ihr den Defi aber lange auf und holt dann den Kollegen wieder, dann ist er zu 100%, also mit 100% Leben wieder da und wenn er dann down geht, könnt ihr ihn auch nochmal wiederbeleben. Und wenn du einen Sunny in der Nähe siehst, kannst du dich nicht nur bei der Munitions- bzw. bei der Tasche wieder heilen, du kannst auch zu ihm gehen, auf Interagieren klicken und dich somit wieder heilen. Lieblingswaffe von dem Support-Spieler ist das LMG und er besitzt ein Schutzschild, also alles dafür ausgerichtet, um in der zweiten Reihe zu spielen. Der Sturmsoldat ist in der ersten Reihe, der Support-Spieler in der zweiten Reihe. Versorgt die Leute mit Muni und eben Leben und kann sich hinter einem Schutzschild verbarrikadieren und da womöglich noch die Waffe drauf aufstützen, um die Gegner richtig unter Druck zu setzen. Wenn du Support-Spieler bist und du siehst, einer deiner Kollegen ist down, dann kannst du auf den Kollegen gucken und Q drücken, um ihm klar zu machen, dass du auf dem Weg zu ihm bist und er nur noch kurz Geduld haben muss. Denn oft gibt es Situationen, wo du erst den Fight zu Ende fighten musst und dann zu dem Kollegen gehst. Und somit signalisierst du ihm, ey, ich bin auf dem Weg. Dann haben wir noch den Aufklärer.
der im Grunde nur taktisch wartet, also nennen wir es mal Campen. Yeah, boy. Aber seine Aufgabe ist womöglich einer der wichtigsten, und zwar die Gegner zu spotten. Denn wenn du die Gegner spottest, erscheint eine rote Raute über den Gegnern. Somit können alle Panzerfahrer, alle Piloten und all deine Kollegen die Gegner auf der Minimap sehen und ihr verschafft euch somit einen großen Vorteil. Apropos Minimap, ein kurzer Exkurs dazu. Nicht nur in Battlefield, auch in Warzone, in meinen Coachings beobachte ich das immer wieder. Ihr schaut zu wenig auf die Minimap. Aber um die Minimap richtig interpretieren zu können, muss man natürlich auch die entsprechenden Symbole verstehen. Hier das einfachste in Kürze. Die Gegner werden auf der Minimap angezeigt. Beispielsweise, wenn sie ohne Schalldämpfer schießen oder eben durch einen deiner Mates markiert werden. Diese rote Raute hat dann noch ein schwarzes Dreieck innen drin, ab und zu, manchmal auch kein schwarzes Dreieck. Ist dort kein schwarzes Dreieck drin, bedeutet das, dass der gegnerische Spieler auf deiner Ebene ist. Ist da ein schwarzes Dreieck drin, was nach oben zeigt, bedeutet das, er ist irgendeine Ebene über dir, zeigt es nach unten, ist er irgendeine Ebene unter dir. Zur Vervollständigung zeige ich euch noch die Grundlagen zu den Klassen im Hauptmenü. Alle 4 Klassen kann man hier anpassen. Ich mache es jetzt mal am Beispiel des Sturmsoldaten. Wir fangen hier an. Jeder Soldat hat gewisse Vorteile. Er hat beispielsweise den Adrenalin-Injektor, aber auch eine Sturmgewehrkompetenz, ist also besser im Handling des Sturmgewehrs, so zum Beispiel schneller ziehen nach dem Sprinten, und diese Mission fokussiert, was ihm hilft, effektiver an der Frontlinie zu kämpfen. Unter Details könnt ihr euch das Ganze nochmal durchlesen. Wir gehen weiter zum Trainingspfad. Jeder Soldat hat einen Trainingspfad, man kann zwischen 2 wählen, den Frontline müsste man sich aber erst freispielen. Hier gibt es 3 passive Fähigkeiten, die man in jeder Runde von neu levelt. Das sieht man während der Runde hier rechts in grün. Kriegst du Punkte, levelst du das hoch und schaltest hier eine Fähigkeit nach der anderen frei. Zusätzliche Granate, Beweglichkeit, unermüdliches Nachladen. Ihr könnt hier immer die Details nachlesen. Bis hin zu der aktiven Fähigkeit, die ihr dann tatsächlich aktiv aktivieren müsst, indem ihr, ich glaube es ist 6 oder 4, es wird einem im Spiel angezeigt, dann drücken müsst, sobald ihr genügend Punkte habt und die dann eben freigeschalten habt. Hier ist es, du und deine Squad-Mitglieder in der Nähe erhalten einen temporären Adrenalin-Effekt. Die Effektdauer wird durch Kills verlängert, also du und deine Leute um dich herum. Natürlich kannst du hier auch alle Waffen auswählen, sowie die verschiedenen Gadgets, beispielsweise die Waffe. Ich habe jetzt hier eine Karabiner drin. Man sieht aber auch schon, das blau unterlegte ist die bevorzugte Waffengattung des Sturmsoldaten, wo er eben entsprechende Vorteile mit genießen kann. Auf die Waffe klicken, kann man auf X modifizieren, beziehungsweise auf X auch anpassen. Das bedeutet, wir können hier, wie in Call of Duty, verschiedene Aufsätze aufsetzen und manche hat hier eine Gesamtpunktzahl zur Verfügung für die Aufsätze. Jeder Aufsatz kostet entsprechend eine Punktzahl, bis die Punktzahl eben voll ist. Man muss sich auch diese natürlich freischalten. Hier kann man wiederum googeln oder auf YouTube nach der aktuellen Meta beispielsweise eines Sturmsoldaten suchen oder einfach meinen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Das gleiche gilt natürlich auch noch für die sekundäre Waffe. Das erste Gadget wäre hier eine weitere Waffe, die man mitnehmen kann. Die Schrotflinte eignet sich hier aktuell auf jeden Fall, denn die ist sehr, sehr stark im Nahkampf. Hier kommen wir zur angesprochenen Leiter. Die Leiter ist sehr stark, kann man aber auch eben durch andere Gadgets wie einem Granatwerfer ersetzen. Und eben die Granate und auch noch die Nahkampfwaffe. Mit dem Messer läuft man schneller, was einem auch einen Vorteil verschaffen kann. Mit dem Vorschlaghammer kann man sich ganz schnell einen Weg beispielsweise durch eine Wand freimachen. Des Weiteren könnt ihr in dem Menü die Fahrzeuge anpassen, aber auch das Aussehen der Soldaten anpassen. Folgenden gebe ich euch wirklich in aller Kürze nur die allerwichtigsten Settings mit auf den Weg, damit ihr direkt loslegen könnt. Barrierefreiheit ist im Grunde eine Zusammenfassung der wichtigsten Einstellungen, die hier in diesen Reitern alle nochmal auftauchen. Deswegen überspringe ich diesen Reiter und wir fangen mit Gameplay an. Übrigens sieht man an den Punkten neben den Einstellungen, das sind die Einstellungen, die ich auch bearbeitet habe, also nicht mehr auf Standard
Standard habe. Kamera vertikal invertieren habe ich aus, sodass im Jet bzw. im Heli das entsprechend, wenn ich mit der Maus nach oben gehe, die Nase auch nach oben zieht. Das ist eine persönliche Präferenz. Wenn ihr das dann umstellen wollt, könnt ihr das hier machen oder eben für jedes Fahrzeug entsprechend einstellen. Rutschen aus, Sprint doppelt antippen habe ich auf aus, Fallschirm automatisch öffnen habe ich nur gebunden, Kamera in Landungsrolle drehen habe ich aus, Sperrart deaktiviert, interagieren und nachladen auf Nachladen priorisiert gestellt. Wir kommen direkt zu den Einstellungen Tastatur und Maus. Wir beginnen mit den Kontrolleinstellungen. Hier beim Zielen ist es, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Präferenz. Ich habe hier den Zoom-Empfindlichkeitskoeffizient auf 1,78. Wenn man 16:9, also 16 geteilt durch 9 rechnet, kommt man auf diesen Wert. Ich habe einen 16:9 Bildschirm. Man kann es auch auf 133 oder 0 stellen, wenn ihr ein komisches Mausgefühl habt. Probiert diese 3 Varianten aus und spielt mit diesen Einstellungen rum. Ich selber spiele auf 800 dpi und das ist meine Mausgeschwindigkeit. Das Sichtfeld kann man irgendwas zwischen 105 und 120 empfehle ich da immer. Ich selbst mag 120, dass ich einfach mehr Überblick habe. Beim Bewegen habe ich das Sprinten auf W gelegt. Das hat den Vorteil, ich muss die Sprint-Taste nicht extra drücken. Wenn ich W drücke, sprintet der Charakter auch automatisch. Hat einen Nachteil, wenn man liegt und sich vorwärts bewegt und W drückt, dass er dann automatisch aufsteht. Das muss man für sich herausfinden, ob das Sinn macht. Das haben wir schon erwähnt. Hier kommt leider alles relativ häufig doppelt vor. Zielen stabilisieren ist das Luftanhalten beim Zielen mit dem Scharfschützengewehr. Auch das habe ich auf meine rechte Maustaste gelegt, sodass ich nur noch zielen muss und er auch dann automatisch die Luft anhält. Ich muss also keine extra Taste drücken. Bei der Grafik gibt es ein paar Einstellungen zu beachten. Vielleicht ist es schon aufgefallen, dass das Bild irgendwie unscharf wirkt. Und deswegen hier folgende Einstellung, die ich euch empfehle. Wir fangen mit den Grafikeinstellungen an. Und zwar habe ich alles ein bisschen geändert. Und zwar, dass man das Maximale rausholt, möglichst viel FPS bei sehr guter Sicht hat. Und ich würde euch empfehlen, die Werte, die gehe ich jetzt hier nicht im Detail durch, einfach mal zu übernehmen und auszuprobieren. Ihr werdet merken, dass ihr dann sehr gut und scharf seht und trotzdem maximale FPS erzielt. Unter Erweitert habe ich euch noch Folgendes mit auf den Weg zu geben. Und zwar die Bildwiederholungsrate habe ich auf 240 gesetzt. Ich habe einen 240 Hertz Monitor. Ansonsten Reflex aktiviert oder aktiviert plus Boost funktioniert für mich sehr gut. Und Anti-Aliasing ist das, was ich empfehle, um auch ein schärferes Bild zu bekommen. Stellt das auf DLAA oder FSR Nativ AA oder eben diesem hier. Das ist alles besser als das für mich. Probiert es aus, aber hiermit ist das Bild für mich am angenehmsten oder eben den 2 danach, weil es dann schön scharf ist. Third-Person-Sichtfeld unbedingt auf 83, dass ihr im Jet oder auch im Panzer aus der Third-Person-Sicht möglichst viel seht. Bewegungsunschärfen unbedingt alle so weit wie es geht runterstellen, auch das Kamerawackeln. Das Sprint-Kamera-Wippen reduzieren, dann hingegen einstellen. Ihr wollt einfach ein möglichst ruhiges Bild. Die 3 Sachen alle ausstellen. Und achtet bei dem Vollbildmodus drauf, beziehungsweise spielt hier mal rum, falls sich irgendwas komisch anfühlt. Bei mir war plötzlich, dass es irgendwie laggy war. Ich war im Vollbildmodus, habe dann auf randlos gewechselt und es fühlte sich deutlich besser an. Die HUD-Bewegung Infanterie, HUD-Bewegung Fahrzeuge habe ich auch entsprechend aus, um einfach ein noch ruhigeres Bild zu bekommen. Beim Fadenkreuz kann ich euch immer empfehlen, dass ihr Stick einstellt und eben auch eine Signalfarbe einstellt für ein besseres passives Aim. Erweiterten HUD-Einstellungen. Hier könnt ihr auf jeden Fall die Minikarte auf groß stellen, dann habt ihr einfach mehr Überblick unten auf der Minikarte und auch mit der Deckkraft ein bisschen spielen, dass sie noch besser zu sehen ist aber persönliche Präferenz. Audio, die Gesamtlautstärke habe ich etwas runtergestellt und die Musik habe ich ausgestellt. Hier habe ich alles im Grunde so gelassen, wie es ist. Ich denke, für den Einstieg kann es auch nicht schaden, mal einen Überblick über die ganzen Spielmodi zu geben. Und wir fangen an mit Conquest, Eroberung, der Klassiker in Battlefield. 2 Teams kämpfen darum, möglichst viele Flaggen einzunehmen. Jeder Respawn sorgt dafür, dass die Tickets sinken. Also auf Englisch nennt man das Ticket Bleeding. Hier spielt das Verhältnis eine Rolle. Angenommen, wir haben 6 Flaggen, beide Teams halten 3 Flaggen, dann sinken auch gleichermaßen die Tickets, beziehungsweise dann abhängig von den Respawns. Macht das eine Team mehr Kills als das andere,
dann reduziert das auch entsprechend mehr die Tickets. Ist das Verhältnis aber nicht mehr 1:1 oder 3:3 in dem Falle, sondern ungleich, dann ist der Multiplikator bei jedem Respawn ein anderer. Dann haben wir Escalation, das ist ein neuer Modus, das ist eine Mischung aus Conquest und Breakthrough vielleicht. Also im Grunde startet man auf einer großen Karte mit vielen Flaggen und Stück für Stück werden es immer weniger Flaggen. Bis hinzu, dass es immer enger wird, immer actionreicher wird. Also man kann sagen, es ist relativ entspannt anfangs und wird immer spannender und actionreicher gegen Ende. Dann gibt es Rush. Das kennen die meisten sicherlich. Die Angreifer müssen eine Bombe an der MCOM Station legen. Die Verteidiger müssen das verhindern oder die dann eben entschärfen. Es gibt wieder 2 Stations, die dann zur Explosion gebracht werden müssen. Und dann verschiebt sich auch hier die Frontlinie. Und es gibt aber auch hier, wie bei Breakthrough, für die Angreifer eine begrenzte Anzahl an Tickets. King of the Hill ist auch wieder kleine Karten, kleine Fahrzeuge. Und da geht es darum, einen Kontrollpunkt einzunehmen und zu verteidigen und danach geht es zum nächsten Kontrollpunkt und zum nächsten Kontrollpunkt und so weiter. Es ist ein sehr cooler Modus, wie ich finde, und auch super, um taktisch in einem kleinen Squad zu spielen und sich gut abzusprechen. Team Deathmatch, naja, dazu brauche ich glaube ich nicht viel sagen. Viele Kills reduziert die Tickets der Gegner und ja, das Team mit mehr Kills gewinnt. Und da gibt es natürlich auch noch Squad Deathmatch. Das ist wieder da. Das war, glaube ich, schon mal da. Es ist eigentlich genau wie Team Deathmatch, nur dass das Ganze Squad-basiert ist. Ist auch ein cooler Modus. Ist sehr taktisch und auch schnelllebig. Macht Spaß. Jetzt kommen wir zu den sicher sehr heiß ersehnten Gameplay-Tipps, die dich sofort besser machen. Versprochen, ich habe wirklich einige sehr gute Tipps für euch zusammengefasst. Der erste Tipp ist, spielt gegen Bots, spielt Einführung bzw. Durchbruch, Einführung. Hier kannst du alles in Ruhe testen. Du kannst die Soldatenklassen testen, du kannst die verschiedenen Waffen testen, du kannst die Gadgets testen, du kannst die Grafik einstellen. All das in diesem Modus machen, in entspannter Umgebung. Ja, und euch somit perfekt auf den echten Kampf vorbereiten. Es gibt ein Squad-Menü, in dem ihr die Squads verwalten könnt. Klickt dazu auf Escape, auf Squad-Verwaltung und ihr werdet, wenn ihr schon normalerweise in ein Team reingeschmissen oder wenn ihr mit euren Leuten zusammen joint oder auch nachjoint, dann kommt ihr auch automatisch in den Squad. Nichtsdestotrotz könnt ihr zum Beispiel das Squad sperren, wenn ihr alleine sein wollt. Ihr könnt die Leute hier auch muten oder eben ein neues Squad erstellen oder eben anderen Squads, die offen sind, joinen. Hier unten im Übungsgelände findet ihr nicht nur Durchbruch Einführung, sondern auch den Schießstand. Testet unbedingt die Waffen bzw. die Aufsätze, die ihr dafür freischaltet. Und das müsst ihr nicht immer in der Runde machen. Das könnt ihr auch im Schießstand machen. Also unbedingt testen und schauen, wie ist der Recoil Control bzw. der Recoil von der Waffe. Dafür einfach mal schießen, ohne gegenzusteuern. Und dann den Recoil verstehen. Und dann kann man auch entsprechend gegensteuern und das Ganze ein bisschen üben oder eben andere Aufsätze einstellen. In die Fahrzeuge kommt ihr, indem ihr einfach im Headquarter spawnt oder eben am Anfang einer Runde spawnt und dann entsprechend in die Fahrzeuge lauft und euch da einfach einsteigt. Dafür müsst ihr dann schnell sein oder Glück haben, dass ihr weiter vorne spawnt. Die Jets, die spawnen aber verzögert, die sind nicht von Anfang an zur Verfügung. Ihr könnt also dann auch in der Lobby, wenn ihr down seid, in die entsprechenden Fahrzeuge hineinspawnen. Wenn ihr dann in die Jets am Anfang wollt, dann müsstet ihr euch eventuell selbst umbringen. Dafür könnt ihr einfach Escape klicken und auf Neueinstieg klicken. Dann seid ihr in der Lobby und da seht ihr hier auch schon, dass links so Timer ablaufen. Ihr habert einfach da drüber mit der Maus und dann seht ihr, wie viel Prozent der Respawn schon generiert ist und am Ende des Respawns dann da draufklicken, ganz oft, dass ihr auch schnell drin spawnt oder die Leertaste drücken. Ihr könnt übrigens auch direkt bei euren Squad-Mitgliedern spawnen, indem ihr draufklickt, doppelklickt, vorausgesetzt, sie sind nicht gerade im Kampf. Wenn das rot ist, sind sie im Kampf, dann kannst du da aktuell nicht joinen, wie gerade hier der Fall. Besonders auf kleinen Karten und am Anfang einer jeden Runde lohnt es sich zum einen F gedrückt zu halten und das Messer in die Hand zu nehmen, um schneller zu sein, aber auch
dass man sich am Rand der Karte fortbewegt. Dann hat man schon mal eine Richtung, um die man keinem Fokus widmen muss. Und es lohnt sich, wenn es zum Beispiel 3 Flaggen gibt, dann laufen die meisten direkt zur ersten und dann trifft man sich in der Mitte. Du könntest aber auch die erste auslassen, außen rumlaufen, hinten zu der gegnerischen ersten Flagge laufen und die dann entsprechend flankieren und direkt für ein mögliches Chaos sorgen, sodass dein Team oder das gegnerische Team verwirrt ist. Versucht auch mal einen Spot zu verteidigen. Ihr müsst nicht immer von Spot zu Spot rennen. Oft ist es so, du nimmst den einen ein, rennst zum anderen, dann ist der erste wieder eingenommen. Geht auch einfach mal hin und verteidigt einen Spot, auch wenn das vielleicht manchmal langweilig ist. Es hilft aber dem Team. Wenn ihr Sunny spielt, dann heilt eure Mates bitte nur, wenn es auch möglich ist. Ganz oft wird man geheilt und kurz darauf wird derjenige wieder über den Haufen geschossen, weil der zu heilende Spieler, der muss erstmal aus dieser liegenden Animation wieder hochkommen, während er vielleicht sogar gar nicht voll Leben hat, weil du den Defi nicht vorher aufgeladen hast. Und das dauert einfach lange. Also erst killen, dann heilen. Das Wichtigste in Battlefield: spotten, spotten, spotten. Immer schön Q spammen, dass auch deine Mates, die Piloten oder eben die Panzerfahrer wissen, wo die gegnerischen Fahrzeuge, Luftfahrzeuge oder eben Soldaten sind. Integriere das Movement von Battlefield in deinen Gunfight. Besonders das G-Sliden, wie man es in Call of Duty nennt, also das Springen und dann in den Slide rein, eignet sich besonders, um Ecken zu kommen. Einfach aus der Geschwindigkeit, du hast eine höhere Geschwindigkeit und verschaffst dir einfach einen Vorteil, weil der Gegner einfach dich schlechter tracken kann. Erstens bist du geduckt und kommst mit einer schnellen Geschwindigkeit geduckt um die Ecke. Nutzt nicht nur das Movement zu eurem Vorteil, sondern grundsätzlich alles, was euren Vorteil verschafft. Und hier sind vor allem die Granaten oder die taktischen Granaten, also Splittergranate, Blendgranate, auch Stims. Nutzt das alles regelmäßig, denn auch bei einem, wenn ihr respawnt, habt ihr die ja eh wieder, also unbedingt nutzen. Außerdem bekommt ihr oder trainiert euer Muscle Memory, dass ihr dann in Gefechtssituationen nicht mehr groß drüber nachdenken müsst, was ich denn jetzt für eine Taste drücken muss. Das passiert dann einfach automatisch. Map-Kenntnisse ist ja ein Teil der Game Sense, worüber ich ja auch gerne rede. Langzeitentscheidung bzw. Kurzzeitentscheidung, überhaupt Entscheidungen treffen zu können, ist ein Thema der Game Sense. Aber Map-Kenntnisse gehört dazu und ist sehr wichtig. Baut diese aus, versteht, welche Wege man gehen kann, welche Winkel es gibt, wo man auf Dächer kann, wo man vielleicht mit der Leiter des Sturmsoldats hoch kann oder auch nicht. All das hilft dir jetzt endlich, um auch selber Deckungen, Headglitches und Winkel und Hotspots und Highground besser nutzen zu können. Spielen mit Köpfchen. Auch hier kommt das Thema Positioning wieder ins Spiel. Nutzt die Minimap, wie im vorherigen Kapitel ja erklärt. Schau regelmäßig darauf und versuch oder lerne diese unbedingt zu interpretieren und schau nicht nur auf die Minimap, schau auch auf die große Map. Deswegen in den Tastaturbelegungen habe ich es ja gesagt, legt es euch auf eine Taste, die gut erreichbar ist. M ist da nicht so gut. Einfach, dass ihr die auch, wenn ihr mal spawnt, öffnen könnt. Schaut mal, was da gerade passiert. Welche Flaggen sind eingenommen, welche werden gerade eingenommen. Wo sterben deine eigenen Mates? Das wird ja auch als Marker angezeigt. Und daraus kannst du dir ein Bild machen, wo gerade viel los ist, was die Gegner gerade vorhaben und dann eben entsprechend mit deinem Team handeln, also mit Köpfchen spielen. Auch dein Kompass oben kannst du nutzen, um eben deinen Kollegen schnell und präzise Angaben zu machen. Als Squad-Leader kannst du auch Befehle geben, das solltest du auch tun, vor allem dann, wenn ihr vielleicht gerade nicht im Discord oder ähnliches miteinander kommuniziert. Du kannst zum Beispiel auf Flaggen schauen, Q drücken und damit den Befehl geben, diese Flagge einzunehmen. Wie gesagt, ein Standardtipp ist immer Highground, Vorteil verschaffen, mittels Highground. Und gerade als Sturmsoldat mit der Leiter kannst du Spots erreichen, wo keiner mit rechnet. Und somit hast du den Überraschungseffekt und machst dir das Ganze wieder zum Vorteil. Ein Standardtipp wie immer: pieke nicht zweimal den Winkel. Wenn du piekst und du wirst angeschaut und beschossen, dann piek nicht nochmal. Den Fehler machen wir alle ständig, ich weiß. Aber haltet euch dann zurück, sucht euch einen neuen Winkel. Nutzt Smokes, besonders gut in Durchbruch geeignet. Da kommt es nämlich oft so Art Flaschenhals-Situation, wo zwei Fronten sind und unendlich viel gegeneinander geschossen wird, wo super viel Action ist. Um da durchzukommen, hilft es oft, wenn mehrere Kollegen einfach alles komplett zusmoken und dann einfach durch die Smoke rennen und dann kommt man durch, dann kann man durchbrechen und das hat uns oft schon den Sieg beschert in Durchbruch. Wenn du von einem Gebäude springst aus einer gewissen Höhe und kurz vorm Aufkommen wieder das Springen spammst, dann machst du diese Auffangrolle.
und das vermindert deinen Fallschaden. Nutz unbedingt Reparaturstationen für Panzer oder auch Jets oder allgemein Fahrzeuge. Bei den Jets ist es so, dass die meistens dort sind, wo der Jet startet, also auf der Start- bzw. Landebahn. Battlefield-Waffen sind etwas anspruchsvoller zu beherrschen. Vor allem bei weiterer Distanz hast du eine Streuung oder Bloom im Englischen genannt. Das heißt, wenn du einfach gedrückt hältst, hast du so eine random, also zufällige Streuung und triffst dann nicht mehr so gut. Dann muss man hingehen und kurz aufhören zu schießen, und nochmal neu anzufangen. Also so ein bisschen tappen, das sieht man auch bei mir in den Videos oder anderen oft. Oder spiel Einzelfeuer auf Distanz. Du kannst auch in Battlefield dich während des Schießens bewegen, also unbedingt während du schießt etwas in Bewegung bleiben. Das nennt man Strafen, schießen leicht nach links oder rechts gehen, damit du einfach wieder ein schlechteres Ziel bist. Du kannst dich natürlich auch ducken oder hinlegen. Standardtipp: Waffenwechsel ist schneller als Nachladen. Also oft einfach zur Sekundärwaffe wechseln oder eben dann die Pistol als Nachladen. Das hilft einem oft weiter. Das ist einer der wichtigsten Tipps. Und auch nicht nach jedem Kill direkt nachladen. Ladet erst dann nach, wenn ihr euch sicher seid, dass die Umgebung sauber ist. Wenn du auf einen Panzer schießt, versuch die Schwachstellen zu treffen, also eher die Seiten und von hinten. Das ist auf jeden Fall besser als von vorne. Soweit ich weiß, ist der Panzer von vorne weniger anfällig. Nutzt auch stationäre Waffen bzw. die stationäre Panzerfäuste, die überall rumstehen, und vor allem lernt diese Spots kennen, denn das hilft dir auch weiter, um mal eben irgendeinem anderen Panzer das Leben schwer zu machen. Sei flexibel und ändere auch mal während der Runde die Klasse und auch die Waffen. Einfaches Beispiel, du bist Sunny und überall sind Panzer und keiner erledigt die, dann mach du es. Nimm dir den Pionier und sorg dafür, dass die Panzer verschwinden. Teste grundsätzlich alle neuen Waffen, die du freispielst, sowohl im Schießstand als auch im Spiel, und die entsprechenden Aufsätze. Nur so kriegst du relativ schnell raus, was zu deinem Spielstil am besten passt. Mit Schalldämpfer auf der Waffe erzeugst du keinen Waffenping auf der gegnerischen Minimap und grundsätzlich hört man dich schlechter und kann dich auch schlechter orten. Und der allerwichtigste Tipp: hab Spaß am Spiel, und wenn du Mates suchst, mit denen du zocken möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, auf unseren Discord zu joinen. Hier kriegst du auch kostenlose Coachings. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch wirklich einen umfassenden Einstieg geben. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und Like da und schreibt doch in die Kommentare, was ihr gerne als nächstes sehen würdet. Eins kann ich euch schon sagen: Als nächstes wird es auch um das Thema Jetfliegen gehen, wie man da möglichst gut zu einem Profi wird. Und wenn du noch am Überlegen bist, ob du Black Ops 7 oder Battlefield besser finden sollst, dann empfehle ich dir jetzt unbedingt dieses Video.